Mitte der 2000er Jahre wendet sich Tamuna Sirbeladze erneut der figurativen Malerei zu, diesmal aber unter neuen Vorzeichen. Sie löst sich sozusagen von dieser eher akademischen, auch vielleicht konservativeren Herangehensweise an die figurative Malerei, so wie sie es zu Anfang ihrer Karriere gelernt hatte in Tiflis, und wendet sich vor allem der weiblichen Figur zu. Und während dieser Zeit ist auffällig, dass die Künstlerin zunehmend eigentlich ein Frauenbildnis thematisiert, ein Bild einer Frau, das frei ist von jeglicher Erotisierung, also frei ist von einer gewissen Erwartungshaltung eines männlichen Blicks. Tamuna Sirbeladze hat immer wieder in der Kunstgeschichte nach weiblichen Figuren gesucht und war sehr oft frustriert oder fast schon enttäuscht, dass gerade die weiblichen Positionen der Kunstgeschichte oftmals ausgespart wurden und sie nun sozusagen dieser sehr männlich dominierten Kunstgeschichte nun ihre Frauenbilder entgegenhält. Es sind Bilder von Frauen in höchst intimen Situationen, bei der Körperhygiene oder bei der Menstruation oder wie das Titelbild dieser Ausstellung Kotzen. Der Titel sagt schon alles. Also wir sehen eine Frau, wie sie sich übergibt. Diese Bilder, diese Frauenbilder sind unglaublich farbenfroh. Das ist sehr wichtig zu betonen. Tamuna Sirbeladze hat diese Bilder positiv gemeint. Und das überrascht natürlich in dem ersten Moment. Diese Frauen, diese porträtierten Frauen stehen sozusagen für eine Lebensfreude. Tamuna Sirbeladze hat diese Frauenbilder auch als wie so eine Art Rache an der männlich dominierten Kunstgeschichte gesehen. Ein wunderschönes Zitat: I saw these paintings, they were something like a revenge. Und damit ist, denke ich, alles gesagt. Tamuna Sirbeladze sieht sich aber auch in einer Geschichte, in einer Malereitradition. Also sie sieht die Lücken, die Aussparungen und versucht, sich als eigene Malerin einzubringen in die Malereigeschichte.